Einen wunderschönen guten Tag, liebe YouTube, da sind wir gespoilert. Wir gucken uns jetzt hier einmal die Demon's Souls State of Play gerade im Stream an. Ich habe Bock. Ich sehe aber irgendwie ist ja gut, den Chat brauchen wir da jetzt auch nicht, ne? Oh, geht auch nicht. Guck mal, stark. Ja gut, dann lassen wir den Chat auch weg. Der nimmt ja auch nur Bild weg. Deswegen, Leute, Demon's Souls State of Play, wir gucken. Wir gucken mal rein. Ich habe richtig Bock auf dieses Videospiel. Ist ein Spiel, das ich mir zu 100% hole und vielleicht sogar auf Wolo und Cornell Gaming LPen werde. Hello, I'm Gavin Moore, Creative Director for Demon's Souls. This is a remake of monumental scope and ambition, transforming a beloved PlayStation classic into a stunning showcase for the PlayStation 5. In every respect, Demon's Souls looks, sounds and feels right at home in this next generation of gaming. Woo! Ich freue mich halt ultra. We're all massive fans of the sieht schon cool original aus, game, ne? and we wanted to bring everything we possibly could up to a level that modern gamers expect. And that includes the power and variety at your control in the character creator, from facial customization to hair types. There are many thousands more permutations for you to explore, empowering you to make an avatar you can relate to, whoever that might be. Ja, ich werde halt einfach den Standardcharakter nehmen und dann sagen, okay, let's go. Wo ist mein Gameplay? Demon's Souls is anchored by a hub, the Nexus. The Nexus is how you'll get to the game's 5 Archstones, each of which leads to a different land in Boletaria. There are also many NPCs here who are a key part of the storytelling experience. We were lucky enough to bring back many of the original cast to take on their iconic roles. So, ich muss jetzt mal eine Frage an die Experten stellen, ne? Falls wir 1, 2 Experten haben. Ich habe Dark Souls 3 mal gespielt, aber das hier sieht schon deutlich besser aus als Dark Souls 3 von der Grafik, oder? Also wenn man jetzt mal Dark Souls 3 auf dem PC nimmt oder so. Now let's enter the first Archstone. Ja, sieht besser aus. The Archstone of the Small King and start our schon journey deutlich, to the gates ne? of Boletaria. Ja, okay, gut. Ich hatte halt Angst. Ich kenne mich ja nicht aus, ne? Ist ja immer so ein bisschen, ich bin ja grafisch nicht so versiert. Aber guck mal, wie geil das einfach aussieht, ne? Es sieht so geil aus. Richtig beeindruckend finde ich das. Wahrscheinlich beeindruckender, als ich sollte. Ich weiß es nicht, das sieht für mich ultra krank aus. Wie flüssig. Das dann in 4K HDR 60 FPS, ja. The real Demon's Souls begins. Und das auch für Switch? Bestimmt. Attacking, Jetzt sieht's langweilig and dodging all use stamina, so the player must always consider where they are, what they're facing, and what their foes are capable of. Now these dreglings aren't particularly daunting, their patterns are relatively simple, and their attack ability somewhat limited. Still, even these earliest enemies can pose a threat if the player loses focus. For those who played Demon's Souls on PlayStation 3, you'll notice enemies behave exactly as you remember. Though you can play at 60 frames a second in performance mode, and animations have been completely redone, combat timing is just as it was. We're actually using original code for these core gameplay pillars, the untouched essence of the game around which everything else has been beautifully remade. It's a modern engine driving this white-knuckle combat ja, ich krieg eine, experience Maxi. where the slightest Der liebe Terra hatte sich 2 bestellt und ich krieg die Digitalversion von ihm. Ist schon auf meine Adresse abgeändert auf Amazon. Stark, Alter. So normalerweise, also wenn alles richtig läuft, sollte ich zum Release eine PS5 hier am Start haben. Und wie gesagt, das würde 2 Dinge bedeuten. Einmal das Sackboy-Spiel, das so ein bisschen wie 3D World aussieht, machen wir aber auf Wolo und Cornell Gaming als Spieleschmacht. Und eventuell mache ich Demon's Souls oder Spider-Man als Let's Play. Ich weiß es noch nicht, ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auf verlorenem Posten am Ende des Tages, aber ich habe schon ein bisschen Bock und schwierig. Schwierig, ne? We're playing in performance mode, which targets 60 frames a second, running at a beautiful dynamic 4K. There's also a cinematic option,
That's an even more vivid native 4K targeting 30 frames a second. Whether your preference is fluidity and responsiveness or simply the most detailed possible experience, the game is a feast for the senses Ich on werde PlayStation 60 5. FPS nehmen. Ich spiele ja eh in 1080p, ne? Das ist ja so das Ding. Ich denke mal, in 1080p hat es auch immer 60 FPS. Das andere wäre ja irgendwie Unsinn. We've added thousands upon thousands of new sound effects to take advantage of the PlayStation 5's impressive Ja, das Spiel 10.6 soll so schwer sein. Now you can hear Sieht gar nicht Imperial schwer aus. spies in the Palace of Boletaria Sieht ja creeping piss up einfach aus. behind you, or a creature slithering out of the slime in the Valley of Defilement far below. Now you can experience this Das hier stunning world in umgestellt? 3D audio just by connecting a headset. We're also really excited about the DualSense wireless controller's haptic feedback. Oh, We das will wanted ich to hören. make combat feel grittier and darker, so this is the perfect way to feel steel clash against steel, or the crackle of a fireball in the palm of your hand before you cast it at your enemies. Ich bin halt so gespannt, ne, wie das jetzt mit dem Controller ist. Ich meine, die reden immer so viel darüber, der Controller dies, das, Ananas, ne, aber ich denke, das merkst du erst, ob es krass ist, wenn du es wirklich mal in der Hand hattest. Und darauf bin ich echt gespannt. Auf den scheiß Controller. We've left the open air of Boletaria and descended into the lair of the Flame Lurker, deep within Stonefang Mines. Flame Lurker is one of the most beloved of all of the Demon Souls bosses, and here he's brought to life in amazing detail. The real-time lighting and incredible particle effects, as well as a deadly redesigned arena, all culminate in a spectacular battle set in a world of fire. And the music here as you battle Flame Lurker is one of many incredible tracks created for Demon Souls. On PlayStation 5, we've rearranged and fully reorchestrated Shinsuke Kida's breathtaking score with 120 world-class musicians performing at the legendary Air Studios in London. Und Leute, ich werde so hart gamen, ne? Ich werde so hart gamen. Ihr macht euch kein Bild. Guck mal, es sieht ja so schon ganz geil aus, auch wenn die Bitrate richtig am Abkacken ist, die ganze Zeit hier. Sieht's ja trotzdem noch gut aus. Es wird halt auf dem Fernseher am Ende so crazy It's truly one aussehen. of the most unforgettable areas in Demon Souls. It's so haunting and claustrophobic. It's rife with detail and countless nooks and crannies. On PlayStation 5, we've radically increased the object density. The stage is absolutely littered with rubble, broken vases, and abandoned clutter. It's an amazing set piece for enemy encounters. These mind flayers, for example, cast glowing projectiles down long corridors. For all of the added or enhanced effects like these, we've endeavored to strike a balance between dread and beauty, echoing the tragic fall of the once glorious but now doomed Kingdom of Boletaria. Moving on to the rain-soaked Shrine of Storms. Each class in Demon Souls has a radically different feel. Knights in their armor are tough, but a bit clumsy when dodging an attack. The Thief, on the other hand, is quick and sure of foot, but requires finesse to inflict a killing Oh, das hat blow. sich gelohnt. Ich spiele natürlich Krieger, ne? Ganz einfach, die Standardklasse. Mit dem Standardmännchen.
Gib ihm. Veterans alles andere mode gar keinen noticed Bock. that we've added new animations for all weapon types. Of course, Ich we hab made sure to Camo, match the 14 Monate. timing Vielen and Dank für dein feel Resub. of the Dankeschön. original attacks. It's a small change, but it helps make each weapon choice feel a little bit more unique and makes the thrill of landing a perfect backstab all the more satisfying. Anyone who played Demon Souls on PlayStation 3 knows that the Valley of Defilement is one of the most challenging, demanding levels in the game. We're so excited for those players to revisit this gloomy, arresting swamp, now with performance mode at a targeted 60 frames per second. This area was a particular challenge because we wanted to preserve the occasionally disorientating, almost maze-like nature of the stage while building on the mythos of Boletaria. After all, this is a place of outcasts and the unwanted. We wanted the valley to feel much more alive with the PlayStation 5 remake, and it gave us a rare chance to revisit a truly iconic level in gaming history. Ich habe noch nie von diesem Level gehört, aber es scheint ikonisch zu sein, ne? Stark. Da werde ich bald Gaming-Geschichte nachholen können. Freue ich mich. Freue ich mich. And before we wrap up, here's a first look at the Dreckige Dirty Kolossus, Colossus, Alter. a nightmarish mishmash of detritus that's been discarded from Ist the der dreckig. Your best bet for success here is to keep your distance and time your attacks carefully, and use a weapon that can burn through this toxic monstrosity. Schon spoilern, ja, ist immer schlimm, wenn so 15 Jahre alt Spiele gezeigt werden, ne? Mega nervig. Kanntest den noch nicht, ja, aber ist mir auch egal. Also, das ändert an meinem Spielerlebnis nichts. Ich werde mir nicht denken, oh wow. Das passt schon. You've just gotten a taste of what's awaiting you this November. Demon Souls is one of the most celebrated gems in PlayStation history. It defined a new genre of action RPGs, focused on tactical combat, environmental storytelling, groundbreaking synchronous and asynchronous multiplayer elements, and an emphasis on trusting the player to learn, master, and ultimately to triumph. SIE Worldwide Studios and Bluepoint Games are honored to be able to remake this classic for those who hold it dear and for a whole new generation of gamers to discover. Stark. Ja, Leute, das war cool. Möchte ich gerne haben. Freue ich mich drauf und gut. Ja doch, obwohl ich es damals durchgespielt habe, habe ich wieder Bock. Du hast das Spiel schon durchgespielt? Okay, wenn Dickbug das durchspielen kann, kann ich das ja auch durchspielen. Jetzt wurde mir sämtliche Angst genommen vor diesem Videospiel, aber komplett. Ich hatte mal Respekt, aber das ist jetzt vorbei. Okay. Gut zu wissen. Ich weiß halt gar nicht, ob Dickbug so ein richtiger... Achso, gerade sagen wir, habe ich keinen Ton, aber macht Sinn. Ob Dickbug so richtig Gamer durch und durch ist und ob der Gamer Hosen überhaupt hat im Haus. Das weiß ich halt nicht, ne? Der spielt halt viele Indies. Das ist halt, was bedeutet das? Was sagt das über jemanden aus? Oh, fuck, ich nehme noch auf. Aha.